In vielen Kellern und Parkhäusern in Karlsruhe versteckt befinden sich ehemalige Bunkeranlagen, die den Menschen für Kriege und Katastrophen Schutz bieten sollten. Wir beginnen unsere Bunkerführung mit einem Objekt, was eigentlich klassischerweise kein Bunker ist, sondern eine Zivilschutz-Mehrzweckanlage. Ich stehe hier direkt drauf und es ist deswegen kein Bunker, sondern eine Zivilschutzanlage nur, weil die Deckendicke lediglich 40 Zentimeter ist. Das heißt, ein direkter Durchschuss einer Bombe wäre hier absolut durchgegangen, hätte keinen Schutz gebracht für diejenigen da drunter. Wofür hätte dann diese Anlage einen Schutz gegeben? Gegen Feuer, gegen herumfliegende Trümmer, gegen vor allem ABC-Waffen. Hinter mir ist das oberirdische Lüftungsbauwerk mit einer Prallplatte aus Stahl versehen, damit herumfliegende Trümmer nicht in diese Lüftung Einlass gefunden haben. Das Wichtigste für die im Schutzraum Sitzenden war natürlich, dass genügend Atemluft vorhanden war. Und die wurde hier oben über dieses Bauwerk angesaugt. Öffnen der äußeren Schleusentür wäre natürlich auch kontaminierte Luft hier in den Schleusenraum hineingekommen. Diese hätte hier ausgetauscht werden sollen durch Ventile, Überdruckventile, sodass die Luft letztendlich gereinigt worden wäre und damit dann die innere Schleusentür in den Schutzraum geöffnet hätte werden können. Die Anlage hinter mir stammt aus dem Jahr 1989. Das heißt, wir sind noch in der Zeit des Kalten Krieges. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 war dieser eigentlich vorbei. Nichtsdestotrotz sind diese Anlagen noch bis zum Jahr 2007 jährlich gewartet worden. Neben mir befindet sich das Notstromaggregat. Alle Einrichtungen für mehr als 1000 Personen sind mit solch einem Aggregat ausgestattet worden. Denn es ist zu bedenken, dass dieser Schutzraum ja nicht nur für ein paar Stunden belegt werden sollte, sondern maximal bis 14 Tage. Im Ernstfall hätte man die Strahlenabschlusstür hinter mir vor die Öffnung der Garage zugeschoben und damit wäre dieser Raum hier hoffentlich gegen jegliche atomare Strahlung, Radioaktivität, biologische, chemische Waffen sicher abgeschlossen gewesen. Wir sind hier in einem Haus von 1911. Im Zweiten Weltkrieg wurden in allen Häusern Kellerräume umgebaut als Luftschutzräume für die Hausgemeinschaft. In diesen Luftschutzräumen sind 3 wesentliche Elemente immer zu erkennen. Zum einen die Gasabschlusstür, zum zweiten die Krampen unterm Fenster, die Sie hinter mir sehen. Das war der Notausstieg gewesen, falls die normale Kellertreppe verschüttet gewesen wäre. Damit die Rettungsmannschaften von außen gewusst hätten, wo die Verschütteten zu finden sind, hat man von draußen Pfeiler auf diesen Notausstieg, also sprich auf das Kellerfenster gemalt. Wenn auch das Kellerfenster verschüttet gewesen wäre, hätte es noch eine Möglichkeit gegeben, diesem Raum hier zu entfliehen. Dazu hat man zum Nebenhaus durch die Brandmauer einen Durchbruch gemacht, hat ihn dann wieder provisorisch verschlossen, einen Pickel daneben gestellt und so hätte man auf diese Art und Weise relativ einfach in den Keller des Nebenraumes und von dort dann ins Freie gelangen können. So, wir befinden uns hier in einem Dachgeschoss von Luftschutzbunker, Appenmühle in Dachslande in Karlsruhe. Diese Bunkeranlage wurde gebaut 1942, 1943, wo die ersten Fliegerangriffe begonnen haben.
Hier haben sich teilweise bis zu 600 Menschen aus den naheliegenden Dachslanden versteckt und geschützt gefühlt. Nach dem Krieg wurde dieser Bunker umgewandelt in einen Atombunker mit einer selbstständigen Entgiftungsanlage, mit einer Wasseraufbereitungsanlage, mit einer Elektroversorgung. 1980 wurde die Anlage renoviert und die Nutzung ist da anschließend als Proberäume für die Substage und oben im Dachgeschoss als Atelier und Kulturraum. Wir machen hier im Dachgeschoss Kultur. Wir wollten etwas Leben in diesem Kriegsdenkmal schaffen und es ist uns gelungen. Wir haben einen Verein gegründet und seitdem sind wir mehrere Menschen, Kulturinteressierte und Künstler, die sich um das Dachgeschoss, um die Anlage kümmern. Und das ist uns sehr wichtig, dass da etwas Leben reinkommt.